Willkommen zu einem Kurztest von Bus TV. Heute habe ich etwas ganz Besonderes. Wir stellen Ihnen nämlich den Astromega vor, allerdings nicht den Astromega von Van Hool, sondern ein Scania Astromega TDX 27. Dabei handelt es sich um ein Fahrzeug, bei dem Antrieb, Achsen, Getriebe, Motor und auch Cockpit von Scania kommen. Was dieses Fahrzeug im Speziellen jetzt zu bieten hat, das zeige ich Ihnen jetzt. Der Doppeldecker Astromega zählt zu den ganz Großen seiner Klasse. Kein Wunder, denn was Van Hool anpackt, kann sich weltweit sehen lassen. Seit einiger Zeit ist auch Scania auf die belgischen Busprofis aufmerksam geworden und hat diesem Bus mit eigener Antriebs- und Fahrwerkstechnik eine eigene Note verpasst. Äußerlich ist so ziemlich alles beim Alten geblieben, wobei alt wirkt der Scania Astromega wahrlich nicht. Er ist genauso eckig, markant und männlich, wie man es von diesem Bus erwartet. Natürlich wäre es spannend, die CW-Werte dieses Busses zu wissen, denn mit 4 Metern Höhe bleibt der Bus nun einmal eine rollende Schrankwand und da zählt jedes Quäntchen weniger Windwiderstand. Typisch Doppeldecker ist der sehr niedrig aufgehängte Aufbau. Im Unterdeck ist der Astromega ein Niederflurbus. Da ist es gut, dass es an allen 4 Fahrzeugecken Aufsetzkufen gibt, denn die geringe Bodenfreiheit ist in Kombination mit den recht langen Überhängen nicht zu unterschätzen. Was am Bus vorn auffällt, sind die insgesamt 4 Außenspiegel, denn die Spiegelsicht ist bei einem Doppelstockbus ebenfalls ein ganz spezieller Punkt. Durch das recht niedrige Unterdeck leidet die Sicht. Van Hool hat das aber recht speziell gelöst und einfach jeweils oben und unten 2 Spiegel verbaut. Das funktioniert, auch wenn es etwas Eingewöhnung erfordert. Das Scania Cockpit ist durchdacht und sieht dazu noch gut aus. Von Van Hool selbst kommt der runde Multifunktionsknopf auf der Fensterbrüstung. Über ihn lassen sich die Spiegel, die Klimaanlage und die Beleuchtung innen steuern. Dafür ist ein externes Display nötig. Das ist schade, denn der einfache Monitor will nicht so recht zum hochwertigen Zentraldisplay passen. Auch ist die Bedienung stellenweise unnötig kompliziert. Dafür aber passt der Rest und der kann sich sehen lassen. ESP ist natürlich genauso verbaut wie ein Abstandsregeltempomat, ein Spurverlassenswarner und ein Notbremsassistent. Dazu gibt es noch einen GPS-basierten Tempomaten, der hilft beim Spritsparen. Die Instrumente und das Zentraldisplay sind optisch eine wahre Augenweide. Auf einen Blick bekommt der Fahrer alle notwendigen Informationen eingeblendet und er kann zudem noch durch ein umfangreiches Menü blättern. Es gibt so gut wie keine Information, die einem vorenthalten wird, selbst die persönliche Fahrweise wird bewertet. Und das alles in einer klaren Anzeige, die in den Farben Weiß und Grün gehalten ist. Hier ist zu sehen, wie man die Distanz des Abstandsregeltempomaten einfach verändern kann. Das automatisierte 12-Gang-Getriebe Scania Opticruise schaltet butterweich, bedient wird es per Seitenstick rechts unter dem Lenkrad. Zusätzlich findet sich ein kleines Schaltpanel, über das die Innen- und Außenkameras angewählt werden können. Der ausklappbare Monitor sitzt rechts oberhalb des Fahrers und kann entweder bis zu 4 Kamerabilder gleichzeitig oder nacheinander darstellen. Zu sehen ist dann der Mitteleinstieg, das Geschehen im Oberdeck sowie der Außenbereich links und rechts kurz vor dem Heck.
Das ist durchaus nützlich in engen Situationen. Okay. Rechts vorn gibt es eine Klappe, die als Schreibunterlage genutzt werden kann. Hier ist auch eine Steckdose untergebracht. Direkt darüber befindet sich ein kleines Fach. Und ganz unten hinter einer Klappe wurde unter anderem das Bedienpanel der Standheizung verbaut. Leider sehr weit unten befinden sich der digitale Tacho und das Display vom Multimedia Center. Ein Kühlschrank hat direkt hinter dem Fahrer seinen Platz, ganz hinten im Unterdeck wurden zahlreiche Schränke und Schubladen verbaut. Hier befindet sich auch das Bord-WC. Die Gepäckablagen sind eher etwas für kleinere Utensilien, mehr lässt das Doppelstock-Konzept nicht zu. Wenig Überraschungen bietet das Oberdeck. Im Testfahrzeug konnten hier 58 Fahrgäste Platz nehmen. Gegen Aufpreis soll es übrigens ein Glasdach über die gesamte Länge geben. Gesessen wird auf Grand Lux TX Bestuhlung, die ist zwar durchaus bequem, aber noch nicht der letzte Schrei in Sachen Ergonomie. Nachts sind zwar alle Katzen grau, nicht jedoch der Scania Astromega. Hier kommt im Prinzip das Van Hool Lichtkonzept zum Einsatz, also eine reinrassige LED-Beleuchtung. Sehr schön ist der LED-Lichtring an den Service-Sets. Dieser kann seine Farbe verändern. Die Beleuchtung im Oberdeck ist identisch. Zahlreiche LEDs befinden sich auch außen am Fahrzeug, das sorgt für eine gute Sichtbarkeit. Die Instrumente, das Zentraldisplay und auch die übrigen Schalter sind bei Dunkelheit gut abzulesen. Interessanterweise ist die linke Seite grün und die rechte eher in orange gehalten. Die Straße wird von großen Bixenon-Scheinwerfern erhellt. Für die insgesamt 78 Fahrgäste bietet der Astromega ein Kofferraumvolumen von 7,2 Kubikmetern. Wirklich viel ist das nicht, der neue Neoplan Skyliner bietet mit 11 Kubikmetern deutlich mehr Platz. Allerdings sollte das Thema Gesamtgewicht dabei nicht außer Acht gelassen werden. Im Kofferraum befindet sich ein 220-Volt-Wandler, dieser versorgt die 220-Volt-Steckdosen im Fahrgastraum mit der nötigen Energie. Ebenfalls hier untergebracht ist eine mobile Auffahrrampe, denn der Astromega bietet auf einfachste Art und Weise die Möglichkeit, Plätze für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste zu schaffen. Dazu besitzt er eine breite Mitteltür. Sie misst 1100 mm. Die 3 Sitzreihen vor dem Mitteleinstieg rechts stehen auf herausnehmbaren Podesten. Je nach Bedarf kann entweder nur das hintere oder eben beide Podeste entfernt werden. Das schafft dann Platz beispielsweise für Rollstuhlfahrer. Angetrieben wird der Bus vom Scania DC 1325, das ist ein Sechszylinder mit 490 PS und einem sagenhaften Drehmoment von völlig ausreichendem 2550 Newtonmetern.